So, dann haben wir das erste Gericht schon fast fertig. Jetzt kümmern wir uns mal um unsere Burger. Das hier sollen ja mal Hähnchenbrüste werden. Noch sehen sie nicht ganz so aus, aber wir machen einen kleinen Trick. Wir packen sie nämlich ein in Reispapier. Dieses Reispapier muss kurz mit Wasser eingeweicht werden. Mineralwasser geht da sehr gut. Wie lange macht man das ungefähr? Das ist ein bisschen schwierig. Also die müssen schon weich sein, dass man sie formen kann. Sie dürfen aber nicht ganz glitschig sein, dann wird es wieder schwieriger. Ja. Ich kann es dir auf die Sekunde genau nicht sagen, aber es dauert auf jeden Fall nicht lange. Nach Gefühl. Ja, genau. Nach Gefühl würde ich die jetzt tatsächlich auch erstmal einzeln reinlegen. Und die müssen halt wirklich schön nass werden. Und dann kann ich sie auch hier schon auf das Brettchen legen, weil die Flüssigkeit ist ja noch dran. So, jetzt kommt die Masse drauf. Du hast gesagt, wir sollen das ein bisschen formen, als wäre es eine Hähnchenbrust. Also Genau, würdest du sie auch so oval? Genau, dass wir eine Art Patty für den Burger haben. Ja, Das macht ja am meisten Sinn. so ungefähr, oder? So, und dann müssen wir es im Prinzip einschlagen. Jetzt merkst du schon, es ist deutlich weicher geworden. Jetzt kann man das eigentlich schon von allen Seiten so verpacken. Ja. Für die Stabilität wäre dann wahrscheinlich besser, gleich noch ein zweites drum zu schlagen. Können wir noch ne? drum machen, klar. Dass sie uns nicht auf dem Grill aufgehen, ja? So, aber das könnte man ja schon, da musst du das auch noch mal einweichen. Dann legen wir das gleich noch mal umgekehrt da drauf. Reicht schon. Kannst du einfach jetzt rübernehmen hier auf das Brettchen. Okay. So, ich drehe es um, dass die Öffnung auf der anderen Seite ist, damit es auch sicher verpackt ist. Wir haben jetzt 3 schöne Hühnerbrüste hier liegen. Die bestreiche ich jetzt noch ein bisschen mit Teriyaki-Soße. Und dann können die gleich schon auf den Grill. Das würde ich auf keinen Fall auf dem Rost machen, weil da habe ich doch um dieses Reispapier ein bisschen Angst. Das ist auf der Plancha deutlich besser. Da kann ich ein bisschen Öl drauf geben. Okay. Und dann werden die ganz gleichmäßig schön Ja. gegrillt. So, dann können wir rüber zum Grill gehen. Dann gucken wir mal. Ja, die Plancha ist super heiß. Also nicht glühend heiß, aber hat auf jeden Fall schon gut Hitze. Ich mache zur Sicherheit auf jeden Fall hier noch ein bisschen Öl drauf, Ja, kann ordentlich, ne? dass uns das nicht Anbrennt. zerreißt. Ja. Und dann kommen hier unsere Pilzpatties mal drauf. Oh, das hat hier dieses Reispapier, macht so eine richtig schöne, knusprige Hülle da drum. Sieht super aus. Dann würde ich sagen, wir legen jetzt noch mal die Wraps kurz in den Grill, damit die auch ein bisschen warm werden. Die Burgerbrötchen und dann sind wir auch schon fertig und es gibt was zu essen. Sieht sehr gut aus auf jeden Fall, was du da machst. Ja, und das Gute ist, wir können jetzt gleich alles essen. Dann machen wir jetzt mal ganz Streetfood-mäßig einfach einen Burger-Teller und einen Wrap-Teller. Ich hole die Spieße. Ja. So, und jetzt können wir eigentlich im Teamwork. Ich leg rein, Jawohl. du hältst fest. Okay. So, Super. und da kommt jetzt noch ein bisschen Dip drauf. Gerne hier mit so rein. Nicht allzu viel. Damit es Oh ja, noch essbar sieht wird super ohne. aus. Ah, sehr gut. Ja, das wird man nicht ganz unfallfrei essen können, aber kannst du hier auf den Teller legen. Ich hole den nächsten Spieß. Ja. Dann machen wir noch einen Burger für jeden. Da kommt jetzt sehr klassisch Mayo, saure Gurken,
Salat, also was kann man da drauf machen. Ja, kann man sicher auch eine schöne Aioli sich machen, wenn man möchte. Aber heute ist ja schön, wenn wir die Pilze schmecken wollen. Dann sind die Burger fertig. Und ich habe Tobias Magen bis hierhin knurren gehört. Ja, absolut richtig. Deswegen komme ich jetzt auch mal mit meiner Getränkeempfehlung zu euch. Es geht nämlich richtig lebendig hier im Glas zu. Was sozusagen beim Pilz das Myzel ist, das nennt sich beim Kombucha SCOBY. Und das ist eine Mischung aus einem besonderen Bakterium und auch Hefekulturen. Und die Basis ist meistens leicht gesüßter Tee. Und was dann aus dem Zucker entsteht, ist nicht etwa Alkohol, sondern Essigsäure, Kohlensäure und diese Aromatik, die wir da jetzt riechen. Ich hole mir auch mal mein Glas. Und den Essig Sehr riecht man interessant tatsächlich auf jeden sehr Fall. säuerlich. Aber auch süßlich. Also wie eine Art saurer Saft. Man muss direkt dazu sagen, das ist natürlich kein Getränk zum Schwelgen und Genießen. Es ist vor allem auch eins, sehr, sehr gesund. Aber ich finde halt eben auch diese Essignote, dieses leicht säuerliche, dieses Umami auch durchaus, passt hervorragend zu Pilzgerichten. Probieren wir So es meine trotzdem Theorie. mal so. Genau, probieren wir es mal so, zum Wohl. Ja. Interessant klingt mal so böse, aber es ist interessant. Es ist tatsächlich so. Ne? Eine Also, leichte Kohlensäure. genau, das ist auch Ergebnis des Fermentationsprozesses. Das entsteht also natürlich, ist nicht zugesetzt, hat wenig Zucker, sehr gesund für die Darmflora. Und ja, wie gesagt, ist einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung aus meiner Sicht. Jetzt sollten wir aber unbedingt auch was essen. Ich glaube, es ist alles Sauerei. Es ist egal, wo man anfängt. Das wäre nämlich jetzt die Frage Deswegen- gewesen, aber der Burger, der bietet sich jetzt Ja. gerade so an. Ja. Ne? Beißen Das wir da doch probieren mal jetzt rein, oder? Genau. Okay. Jetzt verstehe ich das, was ihr die ganze Zeit von Hähnchenbrust erzählt habt. Oh, und eine gute Schärfe. Ich glaube, Kombucha ist dafür bekannt, sehr gut Schärfe zu neutralisieren. Kann das sein? Voll lecker. Ja, das ist ein gutes Kann man machen. Pairing. Ne? Dann probieren wir mal so einen Wrap. Gerne. Ich reiche dir mal den Teller weiter. Schön. Oh. Super mit dem Knoblauch. Mega gut. Oh, aber wirklich gut. Ja, lecker. Sehr, sehr lecker. Packst du jetzt mal hier auf Der den Dip. Teller. Der Dip ist sehr einfach, aber holt es trotzdem irgendwie raus in dem Kontrast, finde ich. Total gut. Kann man mit Kombucha eigentlich auch anstoßen? Unbedingt. Ne? Oder? Zum Wohl. Prost zum Wohl. Prost. Jonathan, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für diese tollen Pilze, die du mitgebracht hast. Danke für die Einladung. Wir haben Pilze heute mal ganz anders auf dem Grill gemacht und ich würde empfehlen, probiert das auch zu Hause mal aus. Und vor allem schaltet wieder ein zur nächsten Folge Deutschland grillt.